In diesem Video wollen wir einmal schauen, wie man so ein GunFan-Objekt von der niedrigsten Kerze auszeichnen kann. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL4 programmiert. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen simpler GunFan, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Im ersten Schritt möchten wir uns einmal die Kerzen auf dem Chart berechnen. Das übernimmt die Funktion Windows First Visible Bar. Die gibt uns den Index der ersten sichtbaren Kerze auf unserem Chart zurück. Das entspricht gleichzeitig der Anzahl der Kerzen auf dem Chart. Und um die niedrigste Kerze zu ermitteln, nutzen wir die Funktion iLowest. iLowest wird uns die Nummer für die niedrigste Kerze auf dem Chart geben. Und zwar für das aktuelle Währungspaar und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir nutzen hier Mode Low, denn wir interessieren uns für die niedrigsten Preise aller Kerzen. Und zwar für alle Kerzen auf dem Chart, angefangen von der aktuellen Kerze 0. Bevor wir ein neues Objekt zeichnen, nutzen wir erst einmal Objekt Delete. Objekt Delete wird das letzte Objekt auf unserem Chart löschen. Das machen wir darum, weil wir verhindern möchten, dass alle Objekte übereinander aufgezeichnet werden. Objekt Delete bekommt von uns einen Parameter übergeben und das ist der Objektname. Das bedeutet, alle Objekte auf dem Chart mit diesem Namen werden gelöscht. Beim allerersten Aufruf wird es so ein Objekt noch nicht geben, aber danach möchten wir jeweils sicherstellen, dass das alte Objekt entfernt wird, bevor wir ein neues zeichnen. Und um eines zu zeichnen, nutzen wir die Funktion ObjectCreate. Die benötigt einige Parameter. Der erste Parameter 0 steht für das aktuelle Chart. Parameter Nummer 2 ist für den Objektnamen, den haben wir hier oben auch genutzt. Und vom Prinzip können Sie sich den Namen frei auswählen, Hauptsache Sie schreiben ihn überall gleich. Parameter Nummer 3 ist der Objekttyp. Wir haben hier ein sogenanntes GunFan-Objekt gewählt und wenn man das einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sehen wir, dass es ganz viele andere Objekttypen gibt, die wir nutzen könnten. Wir möchten in diesem Fall das hier nutzen. In Parameter Nummer 4 geben wir an, dass es im Fenster 0, also im Hauptfenster mit den Kerzen gezeichnet werden soll. Jetzt fehlen noch einige Koordinaten. Der erste Punkt ist der Zeitpunkt, an dem die niedrigste Kerze auf dem Chart gezeichnet wird. Hier unten diese Achse zeigt uns ja immer die Zeitpunkte an und hier sehen wir die Werte. Also folgt im nächsten Parameter jetzt der Wert für die niedrigste Kerze, und zwar der niedrigste Wert der Kerze. Wir möchten unser Objekt gerne bis zum Zeitpunkt zeichnen lassen, wo die aktuelle Kerze gezeichnet wird. Darum übergeben wir hier Time 0 für die aktuelle Kerze 0. Und der letzte Parameter ist der Niedrigstpreis für die aktuelle Kerze 0. Damit haben wir alles festgelegt. Natürlich können Sie diese Parameter hier nach Belieben verändern und anpassen, aber für dieses einfache Beispiel soll uns das so reichen. Jetzt möchten wir noch einige Objekteigenschaften verändern. Das lässt sich mit Hilfe des Befehls Objekt-set-integer machen. Der erste Parameter hier steht für die Chart-ID. Der zweite Parameter ist für den Objektnamen. Danach folgt die Eigenschaft, in diesem Fall Object-Property-Color für die Farbe. Und der letzte Parameter ist der Wert für die Farbe. Ich habe mich hier für Rot entschieden. Jetzt ändern wir eine weitere Eigenschaft. Der erste Teil ist gleich. Wir nutzen Objekt-set-integer für die Chart-ID 0 und das Objekt mit dem Namen simpler GunFan. Diesmal ändern wir die Eigenschaft Object-Property-Array und setzen sie auf True, also wahr. Das wird uns eine Art Objektvorschau erzeugen, die es uns ermöglicht, dass das Objekt über die aktuelle Kerze hinaus gezeichnet wird. Das war's soweit mit der Objekterstellung. Falls Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie keine Ahnung haben, was diese Codezeilen hier bewirken sollen,
dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos in der Grundlagenserie noch einmal anschauen. Vielleicht ist auch der Premium-Kurs auf unserer Webseite interessant für Sie. Für den Moment klicken wir hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das hat in meinem Fall ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie jetzt hier klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Das ruft dann hier den Strategietester auf. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simplerlowgunfan.ex4 aus, markieren Sie die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Wir können auch in das Chart hineinzoomen und die Objekteigenschaften werden angepasst. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie ein simples Lowgun-Fan-Objekt direkt auf Ihrem Chart zeichnen können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL4.